zum Fahrbericht zur KTM Super Adventure und der Ducati Multistrada, beide aus 2021er und Motorräder, die mich total begeistert haben, stehe ich jetzt hier wieder mal bei Rela und Schnauk Motorrad im Berliner Süden. Und genau, was könnte es sein? GS, das meistverkaufteste Motorrad in unseren Gefilden und ich glaube auch in anderen Ländern. 2020 Platz 1, 2019 Platz 1, 2018 Platz 1. Ja, also ein absoluter Bestseller. Die Erfolgsgeschichte begann 1980 mit der R80 GS. Seitdem steht die GS für Robustheit und Vielseitigkeit. Übrigens, wisst ihr, wofür das GS die Abkürzung ist? Antwortet doch gern mal in den Kommentaren. Die ist perfekt. Technisch das beste Motorrad der Welt. Da kommt nichts ran. Oder auch viel zu bieder und technisch einfach zu perfekt. Was für ältere Menschen, nichts für junge und. So oder ähnlich hört man es oft, wenn es um BMWs Verkaufsschlager Nummer 1 geht. Der 1250er GS oder der 1200er GS, eigentlich ganz egal. Doch was ist eigentlich dran an den einzelnen Aussagen? In diesem Video will ich wissen, ist die GS wirklich zu perfekt? Nur was für Rentner, gar charakterlos oder die beste ihrer Art? Antworten jetzt! Angetrieben wird die 1250er GS natürlich von einem Zweizylinder-Boxermotor. Was sollte es sonst sein? 1254 Kubikzentimeter Hubraum mit 136 PS, die bei rund 7750 Umdrehungen anliegen. Das maximale Drehmoment liegt bei starken 143 Newtonmetern und das ab 6250 Umdrehungen in der Minute. Der Antrieb läuft BMW typisch über Kardan. Fahrfertig wird das Gewicht mit 249 Kilogramm angegeben. In den Tank passen ordentliche 20 Liter. Zum Fahrwerk. Vorn gibt es BMW Motorrad Telelever mit einem Zentralfederbein und hinten eine Aluminium-Einarmschwinge Paralever mit Zentralfederbein. Das Fahrwerk ist voll elektronisch und das System heißt bei BMW Dynamic ESA. Übrigens eine sagenhaft gute Geschichte. Zur Bremse. Vorne arbeitet eine Doppelscheibe mit 305 mm und 4 Kolben Radialsattel. Hinten eine Einscheibenbremse mit 276 mm und einem 2-Kolben Schwimmsattel. Was für eine schöne Natur. Weit und breit Natur. Und die GS 1250 aus dem Baujahr 2021. Schaut euch das mal an. Diese Lichtmaske, die Blinker, permanent leuchtend rechts blinkend und natürlich alles voll LED-Ausstattung. Hier Extralicht und oben sehr schön. Hier haben wir eine Variante, die tiefer gelegt ist und auch von der Sitzbank her tiefer. Für mich passt es wunderbar, die könnte ruhig höher sein. Aber hier, das sieht doch einfach, da will man doch seine Koffer packen und losfahren. R1250 GS. Mega. Unten der kleine Spoiler, hier der Motorspoiler. Dann hier angeflanscht bis zum Endtopf. Natürlich Boxermotor mit Shiftcam. Hier haben wir das Dynamic ESA. Ein mega Fahrwerk. 136 PS, 143 Newtonmeter. Und Klick. Ich bin ja ohnehin ein Fan von Boxermotoren und Boxersound und das gefällt mir gut. Boah, der knallt richtig, der Endtopf. Hört mal.
Und das Anlassen muss ich euch nochmal machen. Das klingt wirklich genial. So ihr Lieben, ich habe Platz genommen. 850 mm Sitzhöhe oder 870 mm. Das ist einstellbar. In diesem Fall sind es um die 800 mm. Die GS ist nämlich tiefer gelegt und hat eine tiefere Sitzbank. Kniewinkel, wunderbar. Für mich können es ruhig mehr als 800 sein. Also die 850 Variante fände ich gar nicht so schlimm mit 850 mm, aber das passt so. Lenker ist schön breit, Spiegel lassen sich gut einsehen. Wunderbar. Und dann Power On, Keyless Ride ist hier mit an Bord. Und wie bei allen modernen BMW-Fahrzeugen eine schöne Animation, GS. Und dann sind wir da im Dashboard. TFT-Display der modernsten Art, 6,5 Zoll. Und was hat sie alles an Bord? Sehr viel Ausstattung, das gehen wir in einem mal schnell durch. Es gibt eine Sitzheizung tatsächlich. Die hat jetzt dieses Bike nicht an Bord, aber im Vergleich zur Vorgängerin hier eine USB-Schnittstelle zum Laden eures Handys. Dann auf der rechten Seite die Griffheizung, der Mode-Schalter, um schnell beim Fahren durchzukommen in die einzelnen Fahrprogramme. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und den Start- und Stopp-Knopf. Dann haben wir hier SOS. Kennt ihr vielleicht, wenn irgendwas passiert ist, kann man darauf drücken und bekommt Hilfe. Wenn man mit dem Handy verbunden ist, werden die GPS-Daten gesendet. Das passiert auch beim Unfall automatisch. Wir haben hier eine Ausstattungsvariante mit dem Dynamic ESA. Das ist das elektronische, das vollelektronische Fahrwerk von BMW. Ja, das hat es mir richtig angetan. Richtig klasse Ding. Gehen wir mal kurz auf den Tacho, auf das Dashboard. Oben haben wir, und da kommen wir hier über den Menüschalter hin, ja, so einen klassischen Bordcomputer. Hier haben wir 5,7 Liter auf 100 Kilometer, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsfahrzeit oder Fahrzeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Hier gibt es das Reifenkontrollsystem in Bar und die Reichweite und der Füllstand des Tanks. Dann kommt man in die Menüeinstellung, indem man hier unten drückt und dann mit dem Rad entweder dreht bzw. nach rechts und links macht. Und da fangen wir hier an. Links mein Fahrzeug. Seht ihr hier, toll grafisch aufbereitet, wann ist der nächste Service, Reichweite, Betriebsspannung, ja, Reifendruck, Öltemperatur und sogar Wassertemperatur. Ich mag es immer, wenn man auch eine Öltemperatur hat. Das Ganze verlässt man wieder und dann geht man hier, indem man rechts klickt, Navigation. Da kann man mit dem Handy, mit einer BMW-App sich verbinden. Das ist dann so eine ganz simple, aber recht zuverlässige Feinnavigation, Media Player, Telefon und dann geht es in die Einstellungen. Und das ist, ja, ich will nicht sagen kompliziert, aber komplex. Also, ihr habt hier die Fahrzeugeinstellungen. RDC könnt ihr einstellen. Solldruckwarnung, ob die kommen soll oder nicht. Dann habt ihr das Licht. Gehen wir da mal einmal rein. Tageslicht, Fahrautomatik HSC Pro. Das ist die Berganfahrhilfe und Fahrmodus Vorauswahl. Ihr könnt nämlich nicht alle, aufgepasst, 7 Fahrmodi auf diesen Modusschalter legen, sondern nur 4, glaube ich. Und hier könnt ihr vorher auswählen Eco. Damit man ja sparsam fahren kann, wie beim Auto hat man so eine Anzeige Rain. Da wird die Motorleistung natürlich reduziert und ABS und Traktionskontrolle arbeiten besonders sensibel. Road, Dynamic, Dynamic Pro. Da kann ich jetzt reingehen und kann es ein- und ausschalten und kann hier dann konfigurieren. Das wird jetzt zu viel. Die Gasannahme, das DTC, also die Traktionskontrolle und die Wheelie Control. ABS, wie soll das regeln genau? Also da braucht es dann tatsächlich die Bedienungsanleitung, aber man kann sich das genauso einstellen, wie man möchte. Systemeinstellungen, Datum, Uhrzeit, Einheitensprache, nicht so interessant. Verbindungen, klar, Bluetooth-Verbindungen mit eurem Handy oder eben mit kompatiblen Kommunikationssystemen für Helme, Fahrerhelm, Soziushelm. In der Anzeige könnt ihr, was wollt ihr haben, in der Statuszeile, also oben, Strecke, Verbrauch und so weiter und so fort.
und dann gibt es hier die Informationen, unwichtig, Lizenzen und Software und alles zurücksetzen. Das machen wir nicht. Dann gehen wir wieder raus aus dem Menü und gucken uns das links jetzt nochmal an. Hier habt ihr das Einstellung für das Dynamic ESA. Wenn ihr da nämlich raufdrückt, könnt ihr im Enduro-Bereich machen und da im Prinzip die Dämpfung verstellen. Wollen wir nicht. Wir gehen ja jetzt mal auf den Bereich Dynamic Pro. Und wenn der eingeschaltet ist, ihr schaltet, dann könnt ihr hier Dynamic machen, Road oder Dynamic. Ich lasse das hier auf Dynamic. Man kann sogar den Beladezustand angeben, wenn ihr Koffer habt oder ähnliches. Könnt ihr angeben, wie viele Koffer sind da. Aber das Fahrwerk registriert das auch selber und regelt das automatisch. Dann habt ihr hier Menü. Da waren wir schon. Trip und so weiter, die Anzeigen oben. Dann ist hier nochmal der Tempomat. Und das war's. Also sehr, 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 sehr komplex, aber ich finde überhaupt nicht kompliziert und schon gar nicht schwer zu bedienen. Und in der Hauptansicht ist alles schön aufgerichtet. Die Außentemperaturanzeige natürlich zentral, die Geschwindigkeit der Drehzahlmesser und die neutrale Anzeige. Ja, hier fühlt sie sich eigentlich zu Hause, aber nicht nur. Die GS ist halt wirklich ein Tausendsasser. Die könnte eigentlich auch wie die Ducati Multistrada heißen. Ich sitze hier fast wie auf dem Thron, muss ich sagen. Richtig bequem. Lenker ist schön breit. Ja, gefällt mir. Wenn es denn mal grün werden würde. Dankeschön. Kommen wir mal zum Schalten. Das Getriebe lässt sich super soft schalten, butterweich. Auch der N-Gang, der Neutralgang wird toll gefunden. Also richtig klasse. Die BMW hier hat eine Sonderausstattung, den Quickshifter. Bei BMW heißt das Schaltassistent Pro. Der verrichtet, habt ihr gerade gehört, seine Aufgaben recht gut. Aber ich habe da auch schon bessere gesehen. Gerade im Reise-Enduro-Bereich, wo man das Schalten noch weniger merkt. Aber das ist echt Kritik auf hohem Niveau. Schaltassistent Pro. Wir fahren momentan im Eco-Modus. Hier rechts kann ich das ja einstellen. Gehen wir mal auf Dynamic Pro. Ihr seht jetzt nicht alle Fahrmodi, weil man sich nur 4 oder 5 auf diesen Mode-Schalter legen kann. Und das muss man dann im Menü machen. Ja, also trotz ihrer Größe und ihres Gewichts, ich habe ja hier eine etwas tiefer gelegte Version, lässt sich die GS sehr, sehr agil und einfach lenken. Kleiner Gegendruck, wirklich minimalst, und sie folgt den Spuren. Bodenwellen, Gullideckel, schlechte Fahrverhältnisse erkennt das Dynamic ESA, also das vollelektronische Fahrwerk, und stellt sich dann entsprechend auf die Fahrbahnbedingungen, Tempo etc. ein. Und das merkt man dann tatsächlich auch, wenn man jetzt schneller auf der Landstraße fährt, die super ist, haben wir eine ganz andere Fahrwerksabstimmung, als wenn wir jetzt auf dem Schotter oder auf einer Huppelpiste fahren. Kommen wir mal zum Motor. Der Boxer hat ja 136 PS und gut über 140 Newtonmeter und ist ausgestattet, BMW nennt das mit Shift Cam. Shift Cam ist eigentlich nichts anderes als eine variable Nockenwelle und dadurch eine variable Ventilsteuerung, und das bedeutet, dass sich je nach Drehzahlbereich das Drehmoment einfach ansteht. Also man sagt zum Beispiel, in dem Falle sind das 110 Newtonmeter permanent im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 8000. Und das merkt man! Also der Motor ist wirklich, wie auch das Fahrwerk, ein Gedicht. Ein richtiges Gedicht. Das kommt mir nicht vor wie 136 PS. Und ich bin vor kurzem die Multistrada gefahren, auch das 2021er Modell.
Die hat, lass mich richtig erinnern, ich glaube 170 PS. Da sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Das ist wirklich sagenhaft. 110 Newtonmeter zwischen 2000 und 8000 Umdrehungen. Dann gucken wir doch noch mal, wie das auch zum zweiten funktioniert. Richtig gut. Also sie fährt fantastisch in Kurven. Das muss man ganz klar sagen. Man hat so ein Grundvertrauen. Einfach, ja, ein Grundvertrauen in das Fahrwerk, in die Bremsen und in das gesamte Konzept. Das vermittelt ganz viel Sicherheit. Machen wir mal unseren Bremsentest. Ja. Das hatte jetzt fast den Eindruck, als wäre da noch ein Bremsassistent dabei. Aber zu keiner Zeit irgendwie ein unsicheres Gefühl und ein ganz, ja, sanftes Regeln. Einmal gedrückt und drin bleibt sie. Toll in den Kurven, super. Macht Spaß. Jetzt möchte ich doch noch mal den 136 PS die Sporen geben. Ja! Yep. In den Kommentaren zu meiner R18 hat ein lieber Motovlog-Kollege geschrieben, er findet die Modellpolitik von BMW also viele Grüße Motofuzzi, viel oder einen hohen Grundpreis und dann auch noch für die Extras ordentlich was zu bezahlen, überhaupt nicht okay. Was sagten ihr dazu? Lieber einen geringeren Einstiegspreis oder Einstandspreis und dafür konfigurieren oder lieber von vornherein Summe X zahlen und dafür komplett ausgestattet? Schreibt das doch mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Also dieses Windschild ist ein Traum, wirklich. Ab nach Italien fahre ich jetzt zwar genau in die entgegengesetzte Richtung, aber was soll's, kann man schnell ändern. Also jetzt hier bei den hohen Drehzahlen oder bei der hohen Geschwindigkeit und der hohen Drehzahl oder höheren ist der Quickshifter kaum zu merken. Also 5. Gang, 120, klack. Eine kleine Vibration merkt man, ein kleines Ruckeln. Schaltassistent Pro nennt das BMW übrigens. Ab 16.580 € könnt ihr euch den Traum einer 1250er GS erfüllen. Schon serienmäßig ist eine Menge an Bord, aber wer mehr will, kann sich natürlich ordentlich im Konfigurator austoben. Natürlich gibt es allerhand Optionen, 719 Pakete, das sind diese gefrästen, hochwertigen Frästeile, wirklich super, aber da will BMW auch ordentlich Geld für. 5 extra Pakete gibt es, so zum Beispiel das Dynamikpaket mit Dynamic ESA, also dem vollelektronischen Fahrwerk, Fahrmodi Pro. Insgesamt gibt es dann 7 Fahrprogramme und den Schaltassistenten Pro. Der Preis hierfür 1.410 €. Oder zum Beispiel das Lichtpaket für 740 € mit adaptiven Kurvenlicht. Es sind übrigens 720 € und weiteren Extras. Nimmt man alle 5 Pakete, liegt der Preis dann schon bei rund 20.500 €. Die 1250er GS ist ein wahrer Alleskönner ihrer Klasse. Für mich persönlich stimmt hier echt alles. Ein fantastischer, wirklich ein mega Motor, ein bewährtes Fahrwerk, tolle Fahreigenschaften, modernste Elektronik und BMW-typisch natürlich eine
tadellose Verarbeitung. Irgendwie schon ein wenig, ja, die eierlegende Wollmilchsau. Kurz, das Bike ist ein Alleskönner, der dazu auch noch richtig Spaß macht. Ach ja, und die Antwort auf die Frage am Anfang, GS steht für Gelände und Straße. Und auf beiden fühlt sich der bayerische Klassenprimus richtig wohl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Grüße aus der Hauptstadt.